In diesem Video wollen wir einmal über die Passport Bros sprechen, also Männer aus westlichen Ländern, zum Beispiel Deutschland, zum Beispiel Amerika, die in ärmere Länder reisen, um sich dort eine Frau, eine Freundin, eine Ehepartnerin zu suchen. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Eine der häufigsten Fragen und eine der häufigsten Zuschriften, die wir so bekommen, ist, dass wir mal ein Video zu den Passport Bros machen sollen. Ein amerikanischer Begriff übrigens, der sich in den letzten Jahren hier geformt hat. Viele interessiert offenbar unsere Einschätzung zu diesem Thema. Ist das okay? Ist das nicht okay? Auf was muss man hier aufpassen? Wie ist das Ganze hier zu bewerten? Also, nochmal, ich hatte es ja schon in der Einleitung kurz gesagt. Was sind Passport Bros? In der Regel westliche Länder, die in ärmere Länder gehen, entweder zum Urlaub machen oder um dort zu leben. Länder, mit denen es wir ja relativ häufig zu tun haben, zum Beispiel die Philippinen oder auch Tansania, hier Sansibar, und sich in diesen Ländern dann eine Freundin suchen, möglicherweise auch eine Ehepartnerin, jemand, den sie heiraten können, die also gezielt in diese Länder gehen, mit dieser Intention, nicht einfach nur um Urlaub zu machen, sondern die sagen, ich möchte nun dahin gehen, insbesondere dessen, weil ich dort mir erhoffe, eine Freundin zu finden. Ich rede jetzt nicht von Sextourismus, bitte, wie man den natürlich auch kennt, leider in solchen Ländern und natürlich gerade dann bedauerlicherweise Länder wie Thailand sehr bekannt sind, sondern ich rede jetzt schon von jemandem, der dorthin reist, um sich eine Partnerin zu suchen. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst. Bis vor kurzem habe ich das Ganze relativ kritisch gesehen. Ich habe nicht besonders viel gehalten von Männern, ganz ehrlich, die das getan haben. Wahrscheinlich ging es dir genauso. Jeder kennt ja diese Stories und hat dann relativ Mitleid mit solchen Männern auch. Also was weiß ich. Die gehen in ein solches Land, angeln sich dann dort eine Freundin und mir nichts, dir nichts, zahlen sie dann hier letztlich für die gesamte Familie. Dann bringen sie die Frau nach Deutschland oder nach Europa, besorgen der einen Aufenthaltstitel und sobald die Frau kann, verlässt sie. Vielfach Männer, würde man sagen, die man jetzt hier nicht wirklich als Alpha-Männer bezeichnen würde, die wir vielleicht oft belächeln, wo wir sagen, na ja, die kriegen halt hier in Europa keine ab, die haben es nicht drauf, die haben kein Charisma, die sehen nicht gut genug aus, die haben nicht genug Geld und so weiter und so fort. Also müssen sie in diese Länder gehen, weil selbst dort ist das wenige, was sie haben, noch mehr als man dort hat. Also werden sie dort auf jeden Fall jemand finden. Also eine sehr negative Bewertung dieser ganzen Bewegung und dieses Trends, würde ich sagen. Aber wenn man sich dann mal näher im Grunde genommen mit dieser ganzen Dating-Szene hier beschäftigt, und das tut man ja vielfach im Grunde genommen nicht, wenn man verheiratet ist und in einer Beziehung. Ich weiß nicht, wo du stehst jetzt gerade in deinem Leben, wie alt du bist, aber ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Partnerin seit 10 Jahren, also vor 10 Jahren, da war ich tatsächlich hier in der Dating-Szene. Ich war verheiratet davor für 17 Jahre. Meine Frau hat mich dann hier verlassen für einen anderen Mann und dann stand ich da und musste mich dann hier letztlich wieder in die Dating-Szene einfinden. Das hat dann Gott sei Dank geklappt. Ich habe dann hier meine neue Partnerin Amy gefunden, eine wunderbare Frau aus Großbritannien. Macht mich vielleicht auch zum Passport Pro, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass jetzt hier Großbritannien unbedingt hier gegenüber Deutschland ein ärmeres Land ist. Ja. Aber wie gesagt, wenn man in einer festen Beziehung ist, dann hat man ja nicht so unbedingt hier Augen dafür, was jetzt hier so in der Dating-World passiert. Gerade bei Single-Männern, gerade auch bei jungen Männern. Und ich glaube, da hat sich so in den letzten Jahren einiges getan und auch gerade für Männer einiges zum Negativen entwickelt. Muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Also jetzt gerade bei jüngeren Männern finden diese es immer schwieriger, eine Freundin zu finden, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht 1,80 groß und athletisch gebaut ist, weil im Grunde diese ganzen Online-Dating-Apps so funktionieren, dass die Frauen hier letztlich Filter einstellen für die Top 10% der Männer. Also was weiß ich, in Amerika in manchen Apps kann man das so machen. Über 100.000 Einkommen, über 1,80 groß, ja, und das sind 6% der Männer, auf die das zutrifft, ja. Und der Rest, der bleibt dann hier irgendwo auf der Strecke. Das ist natürlich jetzt vor allen Dingen hier bei jüngeren Männern so, aber wenn man hier irgendwo den Zug verpasst und dann hier nicht in diese Dating-Welt mehr reinkommt oder eben dann die Beziehung zusammenbricht und man findet sich dann hier neu in dieser Dating-Welt, das kann dann schon ziemlich überwältigend sein und man ist dann zunächst mal ziemlich konfus. Du kannst natürlich dann einen Dating-Coach aufsuchen. Wir haben selbst schon dann zum Beispiel die Dating-Coaches sind, also wenn du da eine Empfehlung brauchst, dann kann ich da durchaus hier eine aussprechen. Aber wie gesagt, das ist auch nicht für jeden was. Und
Je nachdem, was man jetzt auch so für Wertvorstellungen hat, will man vielleicht gar keine Partnerin, gar keine Ehefrau hier suchen in den europäischen, in den westlichen Ländern. Man sucht vielleicht jemanden, der jetzt hier eher traditionell eingestellt ist. Und ich sage das ja gar nicht jetzt irgendwie, dass man jemanden sucht, der Burka trägt oder sowas. Ja, das meine ich jetzt damit nicht. Ja, aber wir können ja sicherlich hier in unserer Gesellschaft eine gewisse Oberflächlichkeit feststellen. Frauen umgekehrt haben genau das gleiche Problem. Ja, wie finden Frauen, die jetzt eher traditionell denken, hier einen Mann, der eher traditionell denkt und auch entsprechende Wertvorstellungen hat? Also das gilt natürlich für beide Geschlechter, aber eben für Männer in gleicher Weise. Wie finde ich jetzt zum Beispiel eine Frau, die eine Familie gründen möchte, die vielleicht dann auch noch mehrere Kinder haben will, die hier in der Familie die erste Priorität sieht und vielleicht nicht in der Karriere oder das beides kombinieren will? Manche Männer haben ja auch durchaus religiöse Vorstellungen. Ich meine jetzt nicht hier muslimische religiöse Vorstellungen, sondern ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel christlich geprägte Männer, die dann jemanden haben wollen, der ebenfalls christlich geprägt ist. Ja, also oder nimm eine andere Weltanschauung, ja. Und das sind natürlich dann alles Kriterien, da wird es so auf dem normalen Datingmarkt schwierig. Das sind dann alles Gründe, muss ich sagen. Und das habe auch ich gelernt, warum man dann ins Ausland geht und entsprechend sich dort eine Partnerin sucht. Also das sind jetzt nicht nur die Gründe, weil es dort einfacher ist, aber weil einfach dann dort der Datingpool größer ist, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Land gehe wie die Philippinen, was traditionell katholisch ist, was traditionell hier sehr familienverbunden ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort eine Partnerin oder eine zukünftige Ehefrau finde, die solcher Überzeugung ist, dann relativ groß. Und natürlich hilft es dann, wenn ich aus dem Westen komme und vielleicht finanziell hier besser situiert bin als andere. Du hast vielleicht mein Interview gesehen, was ich mit meinem Kollegen Tim geführt habe. Tim leitet ja unser Büro in Davao City in den Philippinen. Da haben wir auch kurz darüber gesprochen, auch was das dann für Frauen zum Beispiel bedeutet auf den Philippinen, wenn sie dann einen solchen ausländischen Partner haben. Und ich glaube, wenn man das richtig macht und mit Respekt macht, und Respekt ist natürlich sehr, sehr wichtig, beidseitiger Respekt, da kann sich daraus schon hier eine sehr schöne Beziehung entwickeln. Und wir kennen da mehrere Beispiele natürlich von Mandanten, die jetzt dann in den Philippinen oder auch in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Tansania, Sansibar oder auch Südamerika, hier dann eine Ehefrau gefunden haben. Entweder dann dorthin ziehen oder diese dann mit nach Europa bringen. Aber es gibt natürlich auch, muss man ganz klar sagen, viele Negativbeispiele. Ja, also ich kenne einen Mandanten aus England, der ist auch Deutscher, hat wahnsinnig viel gearbeitet immer in seinem Unternehmen und hat es irgendwie verpasst. Ja, hat es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, hier eine Frau zu suchen, war dann Mitte 40, sehr naiv auf dem Gebiet, ist dann nach Afrika mal in Urlaub gereist, nach Kenia, hat dann dort eine 23-jährige Kenianerin kennengelernt und dann Liebe auf den ersten Blick. Hat die geheiratet, 0, nichts, hat er dann hier die ganze Familie in Kenia unterstützt. Dann kam die rüber nach UK und sobald die in UK waren, wollte die nichts mehr von ihm wissen. Ja, dann ging nichts mehr in der Kiste, ja, und dann hat sie gesagt, okay, also das war's jetzt. Kurze Zeit später war sie dann weg. Ja, das sind eben die Dinge, die man auf jeden Fall beachten muss. Und das ist tatsächlich auch ein Thema. Wir hatten mal einen Mandanten, der hat hier für ein großes deutsches Bauunternehmen in Nigeria, ja, hier mitgebaut auf Bauprojekten, und wenn dort entsprechende Ingenieure aus Deutschland nach Nigeria gereist sind, die dort ein halbes Jahr oder ein Jahr im Einsatz waren, dann haben die als allererstes mal ein Briefing bekommen, ja, und haben auf jeden Fall gesagt, also nimm dich da extrem in Acht hier, tapp da nicht in eine Falle rein, da gibt es natürlich auch gesundheitliche Themen, jetzt HIV und sowas, ganz klar, und andere Krankheiten, ja. Und er hat erzählt, also obwohl die ihre Mitarbeiter entsprechend geschult haben, ja, also kannst du dir vorstellen, ja, Ingenieur vielleicht, Mitte 50, hatte noch nie eine richtige Freundin und kommt dann dahin und auf einmal schmeißt sich da ihm jeder an den Hals, ja, also da ist es dann natürlich schwer, hier stark zu bleiben und an das zu denken, was man in dem Trainingkurs hier seines Arbeitgebers gelernt hat, ja, also das sind schon tatsächlich Dinge, auf die man hier sehr achten muss. Aber wenn man realistische Vorstellungen hat, denke ich, und wenn man hier Respekt hat und im Grunde genommen das Ganze auch sehr natürlich angehen lässt und auch dann in Kreisen hier verkehrt, sage ich jetzt mal, in deinem Zielland, die vertrauenswürdig sind. Vielleicht gibt es eine Expat-Community oder wenn du jetzt hier christlich geprägt bist, vielleicht eine Kirchengemeinde zum Beispiel an dem Ort oder eine andere Art von Verein, wo man jetzt die Möglichkeit hat, dann auch verschiedene Frauen kennenzulernen. Ja, also das sind so Dinge, die ich dir raten würde, wenn dir das vorschwebt. Also, wie gesagt, grundsätzlich hat sich meine Meinung dort gewandelt, trotz einiger negativer
Berichte, Erfahrungsberichte, Geschichten aus dem persönlichen Umfeld, die ich kenne, von denen ich dir jetzt gerade eben hier mal so einen kleinen Auszug geboten habe. Ich kenne noch einige andere Geschichten, ja, aber man muss eben aufpassen, als Mann, also natürlich auf der einen Seite muss man aufpassen, dass man hier selbst niemanden ausnutzt, das ist ja ganz klar. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird, ja. Also wenn hier zu schnell irgendwelches Geld fließt, dann kannst du schon davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt, ja. Also in der Regel kann ich dir sagen, meiner Erfahrung nach, kein Betrag der Welt, den du für die Familie deiner Frau bezahlst, ist ein Garant für eine glückliche Beziehung. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich würde nach einer Frau suchen, die danach nicht fragt, die es möglicherweise auch nicht braucht. Also, wir haben zum Beispiel einen Mandanten, er ist Ire, er hat eine Frau aus El Salvador kennengelernt. Ihre Eltern in El Salvador sind jetzt hier, ich sage mal, auf bescheidenem Level Vermögen. Die haben dort einen Textilhandel. Die Kinder, unter anderem eben auch die Ehefrau jetzt dieses Mandanten, haben in den USA studiert. Ja, also die waren weltgewandt und weltoffen. Ja, da kann man jetzt aber nicht hier von einer Ungleichheit, auch wirtschaftlich fast nicht sprechen. Ja, und da kann man sich letztlich auf Augenhöhe begegnen. Und das sind meiner Erfahrung nach so die gesundesten Beziehungen. Und wenn das eben nicht da ist, wenn es dort eben eine Ungleichheit gibt, zum Beispiel auch was den Wohlstand anbelangt, dann muss man das natürlich wissen und sich dann entsprechend auch verhalten. Eben, aber jetzt hier dieses Beispiel von dem irischen Mandanten, das ist sicherlich ein sehr positives Beispiel. Die sind sehr glücklich zusammen, die wohnen in London zusammen, haben jetzt auch ein Kind, sind noch ungefähr gleich alt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, ja, also 23-jährige Freundin, 55-jähriger Mann oder dann auch der Mann kann überhaupt kein Englisch und ich weiß nicht, wie die dann kommunizieren, mit Zeichensprache oder sowas. Also das sind alles ja Red Flags, wie man so schön sagen würde. Es gibt ja auch ohne Ende hier solche Videos auf YouTube, die können dann sehr unterhaltsam bis auch deprimierend sein. Ja. Das heißt, nochmal, aus meiner Sicht, wir haben etliche Mandanten, die hier im Ausland tatsächlich Partnerinnen gefunden haben und das sind Partnerschaften, die auf sehr solidem Fundament stehen, würde ich sagen. Das ist also absolut möglich, wenn man eben intern, wenn man also hier selbst die eigenen Prioritäten hat, entsprechend muss man auch hier Vorsicht walten lassen. Man sollte sich vorher überlegen, was man will, wie man sich verhält, was man macht, was man nicht tut. Das meine Einschätzung zu dem Thema. Lass mich wissen, wie du dazu denkst. Passport Bros, ist das etwas, das man grundsätzlich verachten sollte? Sollte man sagen, das ist nie richtig? Sollte man sagen, das ist akzeptabel, wenn es innerhalb der Parameter läuft, die ich hier beschrieben habe? Lass mich deine Meinung wissen hier in den Kommentaren und wenn auch du dich dafür interessierst, auszuwandern, egal warum, um Steuern zu sparen oder um im Ausland eine Frau zu finden, dann lass es mich wissen, buche ein Beratungsgespräch. Wir können dich hier, was die steuerliche Seite betrifft, unterstützen. Leider nicht dabei, eine Frau zu finden, aber steuerlich können wir dich natürlich hier unterstützen. Alles, was so die deutschen Steuerfragen anbelangt, dann eben vielfach auch die im Ausland, wie du dich korrekt aufstellst, um Steuern zu sparen. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.